Fire and Free Houses, Free Hopes, andersrum. Fire and Boys, Free Hopes, so. Starten wir das Game und mal gucken, wie es so wird. Wie gesagt, zweiter Häuser, dass der irgendwann kommt, war klar, aber ich glaube, Häuser lief eigentlich ganz gut, so. Ja, denke ich mal. Ich kenne die keine genauen Zahlen, aber gut genug, dass sie den zweiten Teil gemacht haben und quasi ein Nachfolger, quasi so ein alternatives Szenario zu Free Houses. Ja, kann man so, also kann man so sagen, von den Outfits spielt es halt zwischen der Schulphase und zwischen der Kriegsphase. Also irgendwo mit einem Timeskip. Um dieser andere Szenario, weil Professor nicht verschollen ist. Ja. Und ja, die drei Häuser treffen wieder aufeinander auf. Mal gucken. Also, ich habe gesehen, in den Trailern soweit, dass es halt wieder 3 Routen geben wird. Nutzer hat erstellt, ja. Okay, speichert automatisch. Ja, es ist ein Warriors-Game, deswegen. Koei Tecmo Games. Die Hauptentwickler von der Warriors-Reihe. So. Kommt noch Intro. Darf ich reden? Darf ich nicht reden? Ich weiß es nicht. Okay, ich darf einen beliebigen Knopf drücken. Neue Spielsprache ändern. Ja gut, Deutsch. Gibt's noch was Extras? Einstellungen? Ich kenne den ersten Teil, deswegen, ich glaube Level-Ausstiegfenster. Nur die Spieleinheit. Ja, können wir jetzt lassen. Anwälte, ja. Können wir machen. Ich würde sagen, ich würde mal Sub auf Dub mal auf Japanisch machen. Gerne. Ich könnte ja später irgendwann mal auf Englisch sprühen, aber ich würde gerne. Hätte Lust auf Japanisch. Ja. Ich will die speichern. So, Lizenzen, die brauche ich nicht. So, starten wir das neue Spiel. Ich weiß nicht, ich mach mal ein bisschen lauter. Ja gut, Schwierigkeitsgrad. Mach mir schwer, ich will gefordert, weil es ist mir zu einfach. Es ist ein Warriors-Game, deswegen ich mache dann Anfänger. Also, es ist jetzt nicht so dramatisch. Also meistens gehe ich auch nicht K.O., aber bei einem Warriors-Game will ich einfach nur in Ruhe hacken slay, deswegen mache ich Anfänger. Und wieso, es geht ein klassischer Modus, ja. Also im letzten Teil war es so, man konnte die dann für Geld dann wiederbeleben lassen. Also, ja. Schnell und effizient. Ja, schnell und effizient. Ich brauche kein langsames Gedöns. Ich bin ganz schnell im Verständnis und Cutscene.どうせこの辺で寝てんだろ。さっさと姿を見せろって。おい。So, Cutscene, weil man hat auf jeden Fall erst nicht gesehen, aber Saros, Sedef und Dingens, Flane hieß sie, genau. Wahrscheinlich eine Krieg aus alten Zeiten und ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's vergessen. Aber ja, ich weiß nicht.
wahrscheinlich bin ich sowieso heute die 1000. Person, die das streamt bei neues Spiel und so. Ja, und ich lasse mal automatisch durchlaufen. So, ja, männlich oder weiblich. Ich nehme mal das ist ein Mädel. Ist eigentlich egal. Ähnlich wie, war auch so ähnlich. Die waren, beziehungsweise das war dann so im ersten Teil was so. Das war dieselbe Hauptstory, nur halt das hat eigentlich keinen Unterschied gemacht, so wen man gewählt hat, also vom Gameplay her. Und hey, sie redet! Wenigstens ein Protagonist redet, nicht so wie ein gewisser anderer Professor. Mal gucken, ob es er oder sie redet. Inwieweit man die Wahrheit zwischen dem Professor auszuwählen. Hallo Liv, hi! Na, wie geht's? Ich hoffe, du hast das Spiel auch schon gespielt. Name. Ich heiße nicht Schieß. Nein, ich will nicht Schieß heißen. So, Mirai, natürlich. So, ich hoffe, es geht gut. Ich dachte mir so, ist für mich unruhig, dass ich nachher abends noch Arbeit streame, aber ich war so voller Hype für Fire Emblem, habe ich gesagt, ich habe genug Energie für den Stream. Ja, Schieß, ja, oder Chess. So, automatisch Sport. Oder automatisch. Ja, ganz gut soweit. Ich muss es geben. Aber eher langweilig, weil es sind, glaube ich, auch nicht so extrem viele Leute gekommen wegen des Wetters, weil es extrem warm war. Zum Glück. Aber schon nachmittags langweilig. Nein, habe ich nicht. Dass man jetzt dem Professor einen Namen geben, weißt du, Dämon. Außerdem ist gleich nicht, Professor. Ist eigentlich egal. Ich glaube, später gibt es sowieso einen Skin, wo man dazwischen kann, also. Jetzt hat man es aber den männlichen Professor. Ist eigentlich egal, welchen Beile wir nehmen. Ja, Chris heißt dann glaube ich nicht Beile. Nehmen wir mal den, sagen wir Original Name. Chris ist ist aus einem anderen Teil. Das ist der Chris mit K ist aus Fire Emblem 11. Aus den einen Remake, aus dem Mystery of Emblem Remake. Ja, genau. Genau so heißt sie es. それが私たち傭兵の仕事よ。団長の受け売りか？まあ金もらってる以上やるしかねえんだけどよ。言うようになったなお前。山ん中で出会った頃が懐かしいぜ。とはいえ相手によっちゃただ勝つってわけにはいかねえ。ジェラルト傭兵団といや。受けた仕事は完璧にやるって評判の凄腕連中だ。そいつらを倒せばレスター一の傭兵団になるって俺たちの夢も目の前に。団長、動きがありました。聞いたか？野戦になるぜ。同士討ちに気をつけろよ。どうやら来るみてえだ。俺たちも配置につくぞ。So bin ich. Ja, ich bin ready aus was. Hast du eigentlich schon das Spiel gespielt, Liv? So, automatisch speichern. Kriege ich gleich die erste Schlacht? Das ist wahrscheinlich eh nur Tutorial. So, weiter. Ja, da bin ich schon. Ja, total. Ja, so. Einmal B und dann nach vorne dashen, dann laufe ich. Und ja, sie ist typischer Fire Emblem Protagonist. Schwert natürlich, wie es sich auch gehört. Nee, du hast Virushana gekauft. Ach, okay. Hat sich das dann überhaupt gelohnt dann?
2, 3. だったらこっちもいろいろやってもいいわね。 Ja. Also ich würde, ja. Ich mache alles so instinktiv, also mal mache ich die also ich mache jetzt nicht bewusst irgendwelche Kombos. Also ihr habt Fire gespielt zu haben, also weil du hattest ja Schwierigkeiten, also das ist Free Houses. Ah, du musst noch. Also Free Houses. Das ist Free Houses, was ich hier gerade spiele. Houses. Auch, willst du dann alle Routen machen oder bei der Blue Lines bleiben? Also klar, Story Impact gibt es auf allen Routen, aber ist halt Gameplay-mäßig wird ganz schön langweilig. Sobald man eine Route gespielt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie weit du bist. Ja, ich weiß. I don't need this tutorial. Ja, das Ausweichen. Oder hier. Achso, du weißt nicht, du hast so viel Backlog. Okay. Oh, tiefer Fall und zum Beispiel IC. Ja. ICC. Dann habe ich das. Okay. Zu viele andere Spiele. Ich kenne das Problem eigentlich. Ich kenne das Problem. Sowohl privat als auch im Stream. Einfach vorpreschen und gegen Leute kämpfen. Lass die einfach labern. Die sind eh zu langsam mit den Labern. Aber schön, dass man hier die Spezialtechnik ist. Ja. Ja. Wo mich Leute so für Korps. Okay. Achso, noch andere Kon. Ich sehe schon. Wie gesagt, also wenn du. Wie gesagt. Soweit ich in Japan bin, ist wahrscheinlich Pause bei uns mit dem Kurs. Sie können das auch gern irgendwann machen, wenn ich zurück aus Japan bin. Das ist kein Problem. Also wenn du lieber andere Sachen machen möchtest, ist es dir überlassen. Ah. So. So, das ist die Startanzeige und einmal X. Also das ist nicht das Ding. Okay, alles klar. Ach, okay, kriegen wir hin. Gut. Nicht, dass ich dich hier überfordere. So, nehmen wir erstmal die Basis ein. Einfach irgendwo hinrennen und Leute besiegen. Das passt schon. Ich glaube, die ist abgesperrt. So. Oder? Ist die abgeschlossen? Doch, die ist nicht abgeschlossen. Gut, ich kann da rein. Oh mein Gott, Beilef ist entschieden. Dingens. Was soll ich sagen? Also, falls ich nicht hundertprozentig bei den Chat lesen kann, ihr seht, es ist ein Hack'n'Slay. Ich muss spielen. Außerdem ist es noch funny, kostet die Innenzeit zum. Ja, gut. I see, okay. Da hast du keine Probleme. Oh, gut. Muss sagen, ich weiß nicht, wie dein Schlafrhythmus ist. Muss sagen, ja. Der wird wahrscheinlich Rips sein nach ein paar Projekten und. Oh Gott, muss ich? Oh Gott, wo ist die? Was ist. Ist ein Schwert? Da? ZL-Liste. Ja. Eingesetzt einer, verbündete Einheiten, ja. Wo ist die Tante, die fast besiegt ist? Oder ist die schon besiegt? Also mehr kann ich nicht sagen, okay. Ja, danke. Den wollte ich einsetzen. Ich habe schon darauf gewartet. Achso, der Hund ist ich weiß ja, ob Nacht oder nicht. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen mal den Professor besiegen. Ach so, wie schnell wie sie euch dachte. Verliere ich jetzt die Schlacht deswegen? Oh, ja. Ich bin doch. Es ist abgeschlossen. Ich muss. Ja, dann mach die Tür auf. Ja. Ich bin da. Spiel. Was muss ich machen? Ah, hier ist die Tür aufgegangen. Da.
Hallo, Beile. Jo, episches. Ah, ist nicht mehr, ja, Somerset, okay. Ich sehe. Habe ich noch nicht gesehen. Ah, ich kriege, sag ich mal, immer Sachen, immer eine Mail, wenn was auf meiner Wunschliste ja im Angebot ist. Das ist ja automatisch eingestellt. Ja, sieht echt gut aus, männliche Professor. Sie hat, oh Gott, ich fast tot. Ja, ich habe ja auch schwer eingestellt. Ich habe es selbst zu verschulden. Autsch. Darf ich abhauen? Ich glaube, ich bin eingeschlossen. Ah, okay. Okay, es ist geskriptet. Ich soll gegen ihn abkacken. Also schwer ist nicht das Problem. Es ist eh später von Level abhängig. Zweite Phase. Oh Gott, ja. Ich glaube, beide fliegen so. Oh shit, die hat auch eine Göttin in sich. So. Dame Beile. Denkst du so, ach ja, eine Herausforderung. Hast du abgeblockt? Ja, Alter, Professor. Professor, das ist Cheaten. Ich dachte, ich mache was Episches und dann so. Nee, Professor hat abgeblockt. Aber ich mache den auch kaum Schaden. Okay, jetzt nicht so, dann halt die besiegen. Auch kein Problem. Elite-Soldaten. Ich wollte... Oh, Professor. Aber du hast immer noch ein böse, fiese Aura um dich, Professor. Oh, Papa, so reicht, es reicht, mein Kind. Okay, Kampf vorbei. Oh Gott, Professor redet. こちらは目的を果たした。つまり君たちの仕事は失敗だ。縁があればまた。まだ終わって力が入らな。Ja, lass mich noch mal kurz sagen. Die Hauptfolge hört man im Hauptgame nicht so wirklich, weil, ja gut, stummer Hauptprotagonist und so. Nur mit seinen Levelabsprüche. Lass mich mal gucken. Yusuke Kobayashi ist der männliche Beile, übrigens. 君に死なれては寝覚めが悪いからね。その声、聞き覚えがあるわ。前に見た夢の声？さて、そんな記憶に心当たりはないが、僕は夢とうつつの境界にある存在。そうだな、ラルバとでも呼んでくれ。ラルバ。それでだ、端的に伝えよう。
君は死にかけている。正確には僕が君の命をつなぎ止めている。おかげで僕は正直クタクタだよ。ありがとう。よろしい。感謝の言葉をかけられるのは初めてだが、なかなか気持ちがいいな。君はこの世界の循環における重大な、いや、寝起きの君には難解すぎるか。今の君に必要なのは家庭じゃなく、再び立ち上がるという結果だったね。Und dann das war so boring. Oh, wenigstens CGs, immerhin etwas. 立ち上がるって？今はこうして立ってるけど。それはそうなんだが、あくまでも現実での話だ。君、なかなか楽しい人間だな。そういうの僕は嫌いじゃないよ。とにかく君にとって大切なのは、目覚めた後に何をするかだ。何をするか。ほら、君はあの傭兵に敗れて危うく命を落とすところだったろ。同じように戦えば同じように命を落とすだけだ。君が失敗するたび僕が処理して回るなんて面倒この上ないよ。非生産的だしね。Und was mit Junk mit Orlok nachher war auch ohne Worte das ist gut, aber Junk. Ja gut, es ist Junk. Ich glaube, wir mögen auch dieses etwas Edgige von ihnen so. Dezent. Einerseits edgy, aber einerseits andererseits auch sehr mysteriös, dass man nicht weiß, was er so tut. 強くなるわ。今の自分を子供扱いできるくらいにね。そうしていつか超えてみせる。いつかね。どの道全部やり直しじゃない。団長も仲間も大勢死んで、この傭兵団はおしまいよね。なんだ、随分と薄情じゃないか。世話になった相手だよね。薄情なのかもしれないわ。金で結ばれた関係だし、傭兵に死はつきものよね。両親もなく育ての母も失った私はそうやって生き延びてきたのよ。あの人たちへの手向けって意味なら、まずは修行し直して腕を上げて、いつかジェラルト傭兵団を、灰色の悪魔を倒すわ。それが私の生き方、私の夢よ。いいね、その負けん気。さすがは僕の運命共同体だ。運命共同？おっと、そう呼ぶには早かったか。心の距離は少しずつ縮まるものらしいしね。君にしるべを与えよう。強くなるんだ。君の願いを叶えるために。Gut, doch, Sex und Skill sind halt sein Haupt. Tja. So. Prolog, zufällige Begegnung. Ich sehe schon, wie gesagt, am Anfang sind sie Feinde, am Ende sind sie beste Freunde und so. Oder so, hey Professor Beck, wie ist denn deine Klasse? 天上より女神の見守ると言われるその大地は3つの勢力によって統治されていた。1000年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国。そして大陸の東側で王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も
今は参勢力の均衡により平穏が保たれていた。参勢力の中心にはフォドラであまねく信仰されるセイロス正教会の総本山ガルグマク大修道院があり、フォドラの平穏の維持に一役買っていたのである。ガルグマク大修道院のほど近く、帝国領北部にある小さな村ルミール。その西方に広がる森の中に一人の傭兵の姿があった。その名はMal gucken, ob wir jetzt auf beides perspektivisch oder auf ihre. 君は何度呼べば起きるんだい？何？誰かに呼ばれた気がしたけど、まだ暗いわね。呼んだよ。もう何度も呼んだ。突然話しかけるのはやめてって言ったわよね。そう言われてもね。君、僕の突然の導きがなかったら何度死んでいたと思う？合計で22回だ。修練と称して崖から飛び降りたのが3回。魔物の群れに一人で突っ込んだのが5回。今日だって僕の導きに従わず道を間違えたせいで。Aber kein Bock mehr auf sie. 確かに私が悪かったわ。ごめん。急に素直になられると困るものだね。新鮮な経験だよ。まあ誰にでも失敗はあるという。君はその回数が人並みではないだけ。話がそれたが、そろそろ君を起こした理由を説明していいかな？と言っても説明するまでもなく、もうそこに現れてしまったが。おいクロード、闇雲に進むのはよせ。方角を見失って道に迷うだけだぞ。心配すんなって。皇女様の話じゃこっちに村があるんだろ。こんな山あいの村の正確な場所を知っているはずもないでしょ。しかも真夜中の移動で自分たちのいる位置さえ怪しいわ。じゃああとは俺の勘頼みってことだな。任せてくれ。勘には自信が。待て、二人とも人がいる。族の仲間か。やけに色とりどりで賑やかな客だね。しかも君、族に間違えられているよ。ちょっと待って、族って何の話？私はただの傭兵よ。ほほう、傭兵ね。傭兵が一人こんな森の中で何を？族よりも不審じゃないかしら。おい、今は問答をしている場合じゃない。追っ手の足音が近いぞ。だから待ってって。追って？一体何者なの？護衛の依頼なら受けるわよ。一人だけど傭兵だしね。So, da haben wir die drei Hauslieder getroffen. Dimitri, Claude und Edelgard. Ja. Es scheint jetzt zum Teil so, dass die Dingens noch nicht Professor getroffen haben. Ah, der ist icy. Ah, ja. Oh ja, der Dieb. Was hat. Der Dieb hat eine Axt. Eigentlich müsste ich ein Vorteil sein. Ja. Ja. Besiegen wir. Und. Ja, Klassen. Ja. Also mitten im Kampf. Oh Gott. So. Aber wahrscheinlich ist. Ich glaube, in dieser Mission sollten, glaube ich, die Dimitri und Co. nicht absterben. Sonst darf ich die Mission nochmal machen, wahrscheinlich. Ach du, Kostas. Dich gibt's auch noch, ja.
Warte, falsche Richtung. So, wir laufen vor. So. Ich bin gespannt, wie es hier... Also noch hier... Bisher habe ich kein freies Menü. Okay, der hat... Aber hier gibt es wieder Waffendreieck. Ja, das kenne ich alles. Kann ich wegdrücken. Das gab es ja im Free Houses nicht. Oh Gott. X. Ich bin jetzt Edelgard. Ich sehe. Genau, Edelgard ist ein Vorteil gegenüber einer Lanze. Ja gut, allgemein. Äxte sind etwas schwergängiger. Achso, es ist tutorialmäßig. I see. Ja? Ja, so. Also mit Steuerkreis oben und kann ich meine Charakter switchen. Genau, unten sieht man, habe ich einmal mich und einmal Edelgard. Und dann können wir halt je nachdem sag ich mal, was wir haben, switchen. Was für ein Gegner, wegen Waffendreieck und so weiter. Ja, ich weiß. So, jetzt zum Beispiel, nehmen wir Dimitri. Dimitri muss erstmal hinlaufen. Und dann kann er sich um den Dieb kümmern. Der hat nämlich ein Schwert. Dieser hier. Die Steuer ist noch ein bisschen anders, aber auch gut. Okay. Und wenn es so wie im letzten Teil ist, kann man im Kampf zwischen 4 verschiedenen Charakteren switchen. Die Spiel ist auf jeden Fall gut. Ach, du bist müde. Nicht müde, du bist ein Wilder. Genau, gleich Klort. So. Ja. Genau, Bogen ist effektiv gegen fliegende Einheiten. Kann ich eigentlich... Ja, genau, ich kann die Gong kommandieren. Genau, zum Beispiel. Kann ich? Nee, ich kann auch keine Kommandos, aber... Ja, das wäre die Karte. So zum Beispiel. Und das Schild schnell kaputt. Yay! Oh ja. Random NPCs. Geht mir aus den Augen. Ja. Ja. Okay. Ich darf Befehle geben, so. Ja, jetzt darf ich es machen, was ich vorher machen würde. Ja. So, Dimitri nimmt die Myrmidonen. Edelgard nimmt hier den... Ja, nimmt den Kämpfer, das passt. Ja, wir setzen. Warte, achso, du hast nicht größer vor. Hier. Nee, das ist okay. Okay, Tutorial. Und hier Claude. Alles klar. So, und ich darf mich wahrscheinlich um den geradeaus kümmern. Ja, sieht so aus. So. Ja, wir besetzen die Bollwerke. Der Rest kümmert sich um den Rest. So. Dort liegt ein Dieb und hat... Ja, die haben gleich die Bollwerke eingenommen. Und Dimitri auch. Das ging schnell. Und Edelgard ist auch gleich da. Edelgard hat den längsten Weg. So. So, dann kann ich gleich einstellen. Genau, dass die mir hinterher rennen. Das ist noch am einfachsten. Und die Map ist ein bisschen anders. Vom Stil halt wie dieses Free House mit diesem Rad, diesen Stil hat es. Oh ja, oh schön. So, Onkel Costa, mach bitte die Tür auf. Ich will dich vermöbeln.
Ja. Oh, Einheiten rücken vor. Oh, Luis. Ich wollte sagen, die Musik. Obwohl er es uns... Das Ding ist uns eigentlich friedlich gesandt, weil er die Schüler beschützen muss. Aber die Musik war so überdramatisch. So, wait. Die Part Lanze. Edelgard. Erstmal gucken, was für eine Waffe hat er. Dann ist auch wirklich einfach auf den Schutzschild auch zu durchbrechen. So. So, Costa. Warte. Will Costa mit einem andere. Gut, komplett Offensive. Okay. Alles klar. Understood. Die Runde ist noch ein bisschen strategischer von mir, was ich gut finde. Erweckung, Awakening. Also R und A. Das ist so, da. Awakening-Modus. Das ist der Ausrastmodus quasi so. Kann man so sagen, da OP-Modus, ja. So. Achso, ich habe keine. Der hat eigentlich eine Zeitleiste, eine begrenzte. Aber ich habe die noch nicht gesehen. So, Mission geschafft. Yay. Und hallo. Ein Senpai, hello. Und danke für den Follow. Thanks for follow. Yay. Und Mission erfolgreich. Ich hab's nicht gesehen. Viel zu sehr im Spiel versunken. Tut mir leid. Aber ich hab's noch früh genug gemerkt. Und alles S-Rang. Yay. Dieser ist ein Tutorial. No problem, no problem. Okay, thanks. Und Level up. Das kann ich überspringen. Ich kann fast alles überspringen. Total. Ah, okay, ja gut, dass niemals getan hat. Ja. Und Dimitri und Co. waren als Gäste dabei. Das muss ich mir nicht anschauen. So. Was geht? I don't know, but I think the Mail shop. A little bit, yeah. I chose this female MC and male bailiff. 私はアドラステア帝国の皇女エーデルガルト・フォン・フレスベルグよ。 Und danke und thanks Hannah White 7 for the follow. ディミトリ・アレクサンドル・ブレーダットだ。それで俺がクロード・フォン・リーガン、レスター諸行同盟領の名手の孫さ。一時はどうなることかと思ったが、お前のおかげで盗賊を返り討ちにできた。ああ、お前みたいなやつと逃げる途中で会えたのは良好というほかないね。Okay, you can call me Hannah. Okay. Bescheid. Es ist irgendwie eine gemeinsame Leistung. Ja, theoretisch. Wir haben hier die drei Herrscher der drei Könige. Ah, live interesting. Okay. Thanks for that, live, sweetheart. あなたには不思議な縁を感じるもの。実に三者三様だね。なぜこんな三人が賊に追われていたのかは気にかかるが、君には目的があったはずだろ。速やかに報酬を受け取り退去すべきだ。彼らついてこいと言い出しかねないぞ。あ、そうだったわ。3人ともちょっといい？実は私この辺りにあるルミールって村に行きたくて道に迷ってたの。
ジェラルト傭兵団がいるって噂を聞いてね。凄腕の人たちよ。ルミール村ねえ、もしかして俺たちが目指してた村のことじゃないか？どうだエーデルガルト、残念ながら傭兵団の噂は知らないが。そうね、確かにそんな名前だった気がするわ。あくまで噂なの。なかなか居場所を明かさない傭兵団でね。村の場所は夜が明けないとつかめないわね。野営地に戻ればもっと正確な位置も。おーい球場たち、それに恩人の傭兵殿、この辺りの後始末は済んだことだし、そろそろ野営地に戻るぞ。それと貴殿もぜひ一緒に So, 来て and もらいたい。 I searched for female MC's voice actor, and it's her name is Mio Tomita, also known from Inu from Love is Kaguya-san. I know that voice, so I googled it in the background. Yeah. So, and always hello. 私も？そりゃいい。野営地で明るくなるのを待ってから村に向かうってのでどうだ？この場じゃ報酬を払おうにもろくに持ち合わせがないしな。村に尋ね人がいるという話だったが、確かジェラルト傭兵団だったか。今は村に滞在しているとしても、いつ次の仕事に立ってしまうかわからない。一度野営地で周囲の地理を確認した方がかえって早くたどり着けるんじゃないか。どうかしら。ひとまずは一緒に来ない？私としてはあなたと話す機会が増える方が嬉しいけれど、無理強いはしないわ。他に選択肢はなさそうだね。やれやれ、目的が遠のきそうだ。わかったわ。少しの間だけどお邪魔するわね。よかった。野営地に着いたら少しだけ時間をもらえる？大した話ではないけれど、あなたに伝えておきたいこともあって。うん、では皆で行くとするか。そういえばさっき貴殿らはジェラルトと口にしていなかったか？ええ、知る人ぞ知る凄腕の傭兵団、その団長よ。あなたも知ってるの？凄腕の団長。怪しい。実に怪しい。すごく心当たりがあるのだ。私も会いに行きたいのだが、まずは騎士としての任を全うしなければならん。そう、まっとうなセイロス騎士として課せられた任を全うして。伝わらなかったか？今のはまっとうとまっとうだな。さすがはアロイスさんだ。さーて、さっさと出発しようぜ。So now, next, we have, what we have now? Ah, I see. Now we see the other characters of the game, of the other houses. It's still pre-time skip. Interesting. Ah, prepare. We have to prepare with a better menu. Okay. Okay. For me, support, items. Mew. Okay. I can't do it now because I don't have the official pro control. I only have a third-party control. I have to do it in private, so I can put the amiibo on the touchscreen of the Switch. Maybe I will do a video of it and upload on my YouTube channel. I have some Fire Emblem amiibos here and system. I want to try not German. English stuff. The English stuff of this game is also good. For one, better. After I will switch it back to Japanese stuff. Hey.
I don't read Potato. Okay. Was willst du von noch hier? Ja. Drehung herrschen. No, it now explains the whole situation. So, in short, we have the three big kingdoms: Dresden Empire, Fargus, and Leicester. And we in these three, you can see it on the sign, which party they belong. And this is now the Dresden Empire, and Edelgard is the leader of it. Yeah, thankful. And no, yeah, I don't. Who knows? Fire Emblem Three Houses. Let's see. So. If you would. Okay, support. Another matter. We have also some popular English voice actors in this game. Okay, and now we can introduce her to the other characters. Yeah, that's Hubert, her handmaid. Hubert is deeply loyal to me, and you can trust him completely. In fact, I imagine he's quite grateful for what you've already done. It's the same voice, but her tone, her voice is a little bit different from the original game. But Hubert, most likely a magician, Dorothea, a magician, or you can use her also as a dancer. We have Ferdinand von Eiger. Sadly, his English voice actor died 2 weeks ago because of cancer. His English voice line is iconic. He always says, I'm very proud. I am Ferdinand von Eiger. He's iconic. He's yeah, Cavalier. Yes, Ferdinand von Eiger. I can't speak anymore. You have to say the whole name. But he is Ferdinand von Eiger. Yeah. Bernadetta, Archer. She's very shy. Casper is a good fighter, fist fighter. He's always doing things. Yeah, and then you have Petra. Probably. Petra isn't from the Empire. She's the granddaughter of the King of Bridget. He's from Bridget. Also a good sword fighter, Miridone, and Linhardt, he's a good healer. Someone like Linhardt. That's simply. So, maybe in this game we won't have as support, because in the original game we can have as support. We can at the end of the game we have a cutscene. So will you marry and something like that? Very romantic, and it makes sense that the scene is at the end of the go. Wait, you go to his house. Thanks. No, I will blue lines, my sweet. If you know me well, and in my room I have 5 pictures of David on my wall. Now I will only introduce the houses. I will go with the paragraphs or with the blue lions. How's that? And yeah, and all these characters go to the same school at the church. Wait, really? Yes, Blue Lions. I love Dimitri. We have Claude, he's the leader of the Golden Years. Lawrence. Oh, Lawrence. He's very arrogant. Very. I would say I get scared quickly. Don't show me scum to ever scream. Scream very loud. So I don't play horror games. Hilda's the only daughter of Duke Gon. Ah yeah, Miss Silda, she's also she's a very strong viewer. She's a fighter. Which means she looks delicate, but she has an axe. Miss Raphael is also a fighter, because like a fist fighter. Then we have like Sifia. Like Sifia is one of the best mages of this game. That mistake earlier, and but she's clearly. We have Ignis. I use him as a trickster. He has also a good mage points.
He's the second You son only of a want someone to merchant family, but send says he from wants to be a knight. was in He doesn't really fast seem hard. suited for it though. Maybe his parents are making him do it. Someone has to screen when our ours won't screen. Happy Marianne's also good. Marianne? Good She's magician. Margaret Edmund's daughter, but She was from also what I good know, Darkwing. she doesn't interact. But I don't know how will He only other wants to be a mercenary. I bet you Mira two will have actually lots to go in talk front for the ghost in sure. We are all scared. Leonie, she's really Captain Geraldson. She sends her by instead. For real. But I don't know how the 4 DLCs character will be introduced. The Ashen Rose, maybe later in this game, they are confirmed to not to be DLC characters. I definitely predicted that Nintendo would put the Ashen Rose as DLC characters. Luckily not, but I really predicted that. So, that was magic. And then now we have the Blue Lions. Thanks. By the way, Yeah, there's Dimitri. how about this? It's Dimitri, he's the leader of the Blue Lions. We have to do his handmaid. The difficulty you have to do is you have really to train him, but after times he will be gone for some time and will be back at the mid of his time after his time skip, and it's you have really put hard work into him if he has to stay in the party, but otherwise he will stay behind. When we have Felix, Felix is also very cool. I love him too. Mercedes, Mercedes is really. She's on the first sight very kind, very innocent, but if you know her better, she how would I say that in English? Also auf Deutsch würde man sagen, die hat so Faust hinter dicken Ohren. She's a little bit sus, would I say. Ash is really pure. He's a really sweetheart. Also Annette, she's also really sweet and also one of the best mages. I would say Felix is one of the best units, and Annette, and also great Ingrid. Ingrid was also very good. I already use her as a Pegasus Knight, and also Sylvain. Sylvain is also very diverse. You can use him as a mage or use him as a cavalry. Very good. So that's all the characters in Speed. Introduction. If you really want to know them better, play the original game Fire Emblem Three Houses. But I won't play it anytime soon on this channel. Yeah, you have to get used to it. I played most of the time on English because I always forgot to switch on Japanese, but I like both versions. I know you're heading for Ramire Village in order to find Gerald's mercenaries, but... well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garrigmach Monastery instead. And why would I do that exactly? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. So you see why we must ensure you are well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood. This sounds more like hush money than a reward. Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. I think that was a threat. And here I thought he was a big softy.
Well, what do you think? Garrick Mock is in the opposite direction of where we need to be, but this man seems rather set on having us accompany them. Yeah, Zero is also very sweet. I love his support conversation. They are so cool and so deep. Sylvain was the character who most surprised me on the first playthrough, because you expect on the first time he's a womanizer, and then after 2-3 conversations you have, wow, he has gone through so much shit, and he still can smile even if it's fake. But that's why I married him in my second route, because he's so sweet. I think if he really does someone, he means really honest. I guess I'm not opposed to helping out But a little more. Ferdinand Eiger! I'll come with you to the monastery. But you can't believe it. I'm not staying a single minute longer than I have to. Bless you, my friend. What a noble soul. I always see it. This I'd say you saved my this That would be utterly hammy. Now this one I play now is the latest one. It was just released today. But it's an alternate story. It's a different it's based in a different it's like a U story from Fire and Three Houses, which was released 2019. Yeah, it's AU. May I can tell you a prediction? Maybe we will go the same story through as Bive and Free House. Maybe we will become a new professor or something like that. Yeah, and the church has done really shit to us. Alois, has anyone ever told you that you're... Don't. Some truths are simply too painful to bear. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. Told me what? Told you how dashing you are in that armor. Not just any man can pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive comments on it. There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. We heard you'll be joining us at Garrick Mock. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each other better, perhaps it will prove worth it in the end. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. I hesitate to ask this considering you're only here because of us, but... Well, are you sure about this decision? The last thing we want is to delay you from your own business. The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Actually, I see this as just another chance to better myself. Actually, I saw a lot of You are Claude more gracious than DTV. But as I see you've made peace with it, Well, will leave the matter same. be. I saw them too. But I would say the most popular shipping obviously are Professor and the main characters. Doesn't matter which gender, but actually the only one who of the three who can be gay is Edelgard. She can date both Byleths. The other ones are straight, but it's such a tease because Claude flirts with everyone and also with Professor despite the gender, and he can't be gay. Why? Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Thanks, Claude. I know you will. Hey, hurry up back there or we'll leave you behind. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance.
I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? It feels like Dimitri's always checking in on me every chance he gets. He'll definitely make a good king. The kind who looks after his people. Seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble, and I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Of course, you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Still, you'd better pick up the pace before you vex these people any further. Yeah, I think Claude is one of the most popular characters. Let me see, which character is popular among the community? I don't know.